Willkommen bei diesem neuen Format. Das Super Nintendo hatte keinen CD-Sound, keine riesigen Audiodateien und keine echten Orchesteraufnahmen. Und trotzdem hat diese Konsole Musik hervorgebracht, die bis heute hängen bleibt. In dieser Liste geht es nicht nur darum, welcher Track technisch beeindruckend ist, es geht auch darum, welche Stücke sofort Erinnerungen auslösen, welche Musik eine Szene trägt und welche Tracks auch Jahrzehnte später noch funktionieren. Los geht's mit Platz 10. F-Zero ist eines der bekanntesten futuristischen Rennspiele auf dem Super Nintendo. Statt normaler Autos fährt man hier mit extrem schnellen Gleitern über schwebende Strecken und damals war vor allem dieser Mode 7-Effekt technisch ziemlich beeindruckend. New City ist dafür der perfekte Track. Die Musik klingt sofort nach Geschwindigkeit, Neonlicht und Zukunft. Sie ist simpel, aber extrem effektiv. Genau das braucht ein Rennspiel, einen Song, der dich direkt nach vorne zieht. Man hört diesen Track und hat sofort das Bild im Kopf. Enge Kurven, Vollgas und dieses typische SNES-Gefühl von das war damals richtig modern. Lufia 2 ist ein klassisches Rollenspiel auf dem Super Nintendo und erzählt die Vorgeschichte zum ersten Lufia. Es geht um Maxim und seine Gefährten, die gegen die sogenannten Sinistrals kämpfen, also mächtige, gottähnliche Wesen, die die Welt bedrohen. Das Spiel ist besonders, weil es klassische JRPG-Kämpfe mit richtig guten Dungeons und vielen Rätseln verbindet. Es ist nicht nur stumpfes Leveln, sondern hat auch viel Puzzle-Anteil. Der Boss-Track passt perfekt dazu. Es klingt nicht einfach nur hektisch, sondern ernst und bedeutungsvoll. Man merkt sofort, das ist kein normaler Kampf. Hier steht wirklich etwas auf dem Spiel. Star Fox war damals ein echtes Technikstatement. Das Spiel nutzte den Super FX-Chip und brachte dadurch polygonartige 3D-Grafik auf das Super Nintendo. Heute wirkt das natürlich etwas kantig, aber damals war das absolut beeindruckend. Inhaltlich spielt man Fox McCloud zusammen mit seinem Team, die mit ihrem A-Wings gegen Andross und seine Truppen kämpfen. Es ist ein Rail-Shooter, also man fliegt automatisch nach vorne und muss schießen, ausweichen und überleben. Corneria ist der perfekte Starttrack dafür. Die Musik klingt heroisch, abenteuerlich und nach Aufbruch. Man hat sofort das Gefühl, Einsatz beginnt, Team startet jetzt geht es los. Terranigma ist eines dieser Spiele, das viele kennen sollten, aber längst nicht alle gespielt haben. Es ist ein Action-RPG von Quintet und gehört für viele zu den stärksten Rollenspielen auf dem Super Nintendo. Man spielt Ark, der aus der Unterwelt kommt und nach die Erde wiederbelebt. Kontinente, Pflanzen, Tiere, Menschen, ganze Zivilisationen. Das Spiel hat eine ungewöhnlich große und philosophische Geschichte für ein SNES-Spiel.
Das Underworld-Theme passt perfekt zu diesem Anfang. Es klingt mystisch, dunkel und fremd. Nicht böse, aber irgendwie verlassen. Genau diese Stimmung macht Terranigma so besonders. Es ist nicht einfach nur Abenteuer, sondern hat eine ganz eigene melancholische Atmosphäre. Donkey Kong Country war damals ein riesiges Ding. Vor allem wegen seiner vorgerenderten Grafik. Das Spiel sah für Super Nintendo-Verhältnisse unglaublich modern aus und hat gezeigt, was aus der Konsole noch herauszuholen war. Spielerisch ist es ein klassisches Jump'n'Run mit Donkey Kong und Diddy Kong, aber mit sehr viel Atmosphäre, starken Levelthemen und einem Soundtrack, der weit über normale Plattformspielmusik hinausgeht. Aquatic Ambience ist dafür das beste Beispiel. Das ist keine Musik, die einfach nur im Hintergrund läuft. Der Track zieht dich komplett in diese Unterwasserwelt rein. Ruhig, schwebend, fast hypnotisch. Für ein Wasserlevel ist das bis heute einer der besten Tracks überhaupt. Böse Zungen des Zockerstübchens, Keim, würden behaupten, dieser Song ist überhaupt nicht einprägsam und ist schnell wieder vergessen. Dies entspricht jedoch nicht der Realität. Ich für meinen Teil, wenn ich diesen Song höre, ich mache die Augen zu und ich bin sofort wieder der kleine 8-jährige Junge, der zum ersten Mal Donkey Kong Country spielt und bin sofort wieder verloren in dieser Welt. Secret of Mana ist ein Action-RPG von Square und bis heute eines der bekanntesten Rollenspiele auf dem Super Nintendo. Besonders war vor allem das Echtzeit-Kampfsystem und der Mehrspielermodus, bei dem mehrere Leute gemeinsam spielen konnten. Es geht um eine klassische Fantasy-Reise rund um das Mana-Schwert, Magie, alte Mächte und eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das Spiel hat diesen typischen 90er-Jahre-Square-Charme, bunt, märchenhaft, aber trotzdem mit ernsteren Momenten. Into the Thick of It klingt genau nach diesem Aufbruch. Der Track hat etwas Abenteuerliches, Optimistisches und Freies. Man hört ihn und will direkt losziehen, Wälder erkunden und sich in dieser Welt verlieren. Super Castlevania 4 ist im Grunde eine Neuinterpretation des ersten Castlevania. Man spielt Simon Belmont und kämpft sich mit der Peitsche durch düstere Level voller Monster, Skelette, Fledermäuse und klassischer Horroratmosphäre. Das Spiel war auf dem Super Nintendo besonders stark, weil es die Peitschensteuerung deutlich erweitert hat. Man konnte in mehrere Richtungen schlagen, sich an bestimmten Punkten festhalten und das Spiel fühlte sich dadurch viel geschmeidiger an als frühere Teile. Simons Theme ist dafür der perfekte Heldentrack. Er klingt düster, aber nicht hoffnungslos. Eher nach Jetzt kommt Simon und Dracula hat ein Problem. Kraftvoll, direkt und sofort ikonisch. Chrono Trigger ist eines der legendärsten Rollenspiele überhaupt. Es
geht um Zeitreisen, verschiedene Epochen, eine Gruppe sehr unterschiedlicher Charaktere und den Versuch, eine apokalyptische Zukunft zu verhindern. Das Besondere an Chrono Trigger ist, wie rund dieses Spiel wirkt. Kampfsystem, Story, Figuren, Humor, Tempo und Musik greifen extrem gut ineinander. Es ist eines dieser Spiele, bei denen fast nichts überflüssig wirkt. Corridors of Time hört man im Königreich Ciel. Und genauso klingt der Track auch, wie eine schwebende, uralte magische Zivilisation außerhalb der normalen Welt. Ruhig, geheimnisvoll und wunderschön. Für mich einer der elegantesten Tracks auf dem ganzen Super Nintendo. Final Fantasy VI ist eines der großen Rollenspielmeisterwerke auf dem Super Nintendo. Anders als viele andere Teile hat es nicht nur einen klaren Haupthelden, sondern ein riesiges Ensemble an Charakteren, die alle ihre eigenen Geschichten und Traumata mitbringen. Die Welt ist düsterer als in vielen früheren Teilen. Es geht um ein Imperium, Magie, Krieg, Identität und natürlich um Kefka, einen der bekanntesten Bösewichte der Reihe. Terras Theme ist dabei viel mehr als nur Overworld-Musik. Der Track klingt nach Reise, Verlust und Hoffnung zugleich. Er trägt diese ganze Schwere des Spiels in sich, ohne komplett traurig zu werden. Man läuft über die Weltkarte, aber die Musik erzählt eigentlich schon die halbe Geschichte. Donkey Kong Country 2 ist für viele der beste Teil der Reihe. Man spielt diesmal Diddy Kong und Dixie Kong, während Donkey Kong gerettet werden muss. Das Spiel ist etwas düsterer, schwieriger und abwechslungsreicher als der erste Teil. Besonders stark ist die Atmosphäre. Piratenschiffe, Sümpfe, Minen, Vergnügungsparks, Bienenstöcke und diese fiesen Dornenlevel. Rare hat hier spielerisch und musikalisch nochmal deutlich einen draufgelegt. Stickerbush Symphony ist der Track, der am besten zeigt, die Level selbst sind eigentlich stressig und gefährlich, aber die Musik ist ruhig, verträumt und fast schon schön. Genau dieser Kontrast macht den Track so stark. Das ist nicht einfach nur gute Videospielmusik, das ist einer dieser SNES-Momente, die man nie wieder vergisst. Und das war meine Top 10 der Super Nintendo Audio-Tracks. Natürlich könnte man diese Liste komplett anders bauen, denn musikalisch hatte das Super Nintendo einfach absurd viel zu bieten. Zelda, Mega Man X, ActRaiser, Super Metroid, Secret of Evermore, Illusion of Time, da könnte man problemlos noch eine zweite oder dritte oder vierte Liste machen. Aber genau das zeigt, wie stark diese Konsole musikalisch war. Viele dieser Tracks funktionieren nicht nur wegen Nostalgie, sie funktionieren, weil sie gut komponiert sind, weil sie Atmosphäre schaffen und weil sie sofort Bilder im Kopf auslösen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Super Nintendo Track bei euch auf Platz 1 gelandet wäre.